Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Happiness Power Club. Und zwar heute mit dem Thema PMS und Menstruationsbeschwerden und wie man damit umgehen kann. Ja, PMS, Menstruationsbeschwerden, das werden fast alle eigentlich von uns kennen. Also zumindest die meisten von uns, glaube ich, haben irgendwie um die Tage rum so ein bisschen Probleme oder während den Tagen Schmerzen oder Heißhunger oder sind gereizt. Wer gar nichts hat, Daumen nach oben, verratet mir euer Rezept in den Kommentaren. Also wer wirklich gar nichts hat und gar nichts merkt und keine Stimmungsschwankungen allgemein hat, große Klasse. Für den ist jetzt vielleicht dieses Video nicht ganz das Richtige, aber alle anderen sind jetzt wirklich richtig. Also egal, ob ihr Probleme habt mit Schmerzen, während ihr eure Tage habt, ob ihr irgendwie davor gereizt seid, währenddessen, danach, ob ihr Stimmungsschwankungen habt oder einfach irgendwie antriebslos seid, was auch immer, bei jedem äußert sich das ja so ein bisschen anders. Ihr seid hier richtig. Ich habe jetzt nicht das ultimative Rezept für euch, wie das weggeht. Dafür bin ich nicht da. Aber ich habe ein paar Tipps für euch, wie ihr damit besser umgehen könnt. Also es einfach annehmen könnt und besser damit umgehen könnt. Denn ich persönlich habe damit definitiv Probleme. Ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang die Pille genommen und habe die auch komplett, also teilweise durchgenommen, abgesprochen mit 2 verschiedenen Ärzten, habe ich die wirklich durchgenommen und nur ab und zu Pause gemacht und dadurch nur ab und zu meine Tage gehabt. Und ich muss sagen, währenddessen fand ich das mega. Ich fand das wirklich mega angenehm und ich hatte auch gefühlt von der Pille keine negativen Auswirkungen. Ich habe mich trotzdem entschieden, die Pille abzusetzen, einfach in dem Bewusstsein, dass es nicht gut sein kann, immer Hormone zu nehmen. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Pille abzusetzen. Vor 2 Jahren ist es jetzt her. Wow, echt lang. Also es ist 2 Jahre mittlerweile her, dass ich die Pille abgesetzt habe. Und ich muss sagen, dadurch hat sich schon einiges verändert. Also es hat lang gedauert, bis ich meine Tage einigermaßen regelmäßig bekommen habe. Und mittlerweile bekomme ich sie einigermaßen regelmäßig, aber ich habe Probleme. Also von Beginn an, ich habe Schmerzen, wenn ich meine Tage habe. Nicht nur Bauchschmerzen, sondern auch sowas wie leichte Gliederschmerzen, Ziehen im Rücken, Kopfschmerzen. Manchmal, und das ist ganz strange, habe ich sogar Zahnschmerzen. Meine Brüste tun weh. Ich bin auch gereizt, vor allem davor. Ich muss sagen, danach gar nicht so, aber davor vor allem. Und das hat mich lange Zeit sehr gestruggelt und ich fand es super anstrengend und ich war immer so, oh Mann, ey, schon wieder und ätzend und so. Bis ich irgendwann nämlich meine Strategie verändert habe und das wollte ich euch heute mitgeben. Denn das Erste, wenn man solche Beschwerden hat, ist erstmal sich darauf zu besinnen, was es überhaupt bedeutet, seine Tage zu haben und diese Tage eben zu haben. Und das bedeutet, dass wir Frauen sind, dass wir Leben schenken können, dass wir weiblich sind, dass wir dieses weibliche Gut in uns tragen, Leben schenken zu dürfen. Und deswegen haben wir diese Tage und deswegen haben wir Tage, wo es uns nicht so gut geht und deswegen tut sich da was in unserem Körper. Also es ist ein unfassbares Wunder eigentlich, was in unserem Körper passiert, denn es ist das klare Zeichen dafür, dass wir fruchtbar sind und dass wir Leben schenken können. Und das ist so wunderschön. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich darauf zu besinnen, konnte ich das schon mal viel besser annehmen, weil ich habe es nicht mehr gesehen als ätzend, sondern als wow, was für ein Geschenk. Ganz egal, ob man jetzt Kinder bekommen möchte oder nicht, aber es ist ein unfassbares Geschenk. Es ist ein Zeichen dafür, was wir ohne Witz für eine Göttlichkeit in uns tragen und wie besonders wir sind als Frauen, dass wir überhaupt sowas in uns, dass in uns so ein Vorgang stattfindet. Das ist unfassbar faszinierend und ein unfassbares Geschenk und ein Wunder. Und in dem Moment, wenn wir uns darauf fokussieren, fokussieren wir uns auf was Gutes und auf etwas, wofür wir dankbar sein können. Und schon können wir diesen Schmerz mit einem ganz anderen Bewusstsein tragen oder diese Tage in einem ganz anderen Bewusstsein haben. Und ich bin dann auch in Kontakt gegangen mit Matthias und habe ihm das auch so gesagt, so hey, auch wenn ich mal gereizt bin oder so, lass uns das mal in dem Bewusstsein sehen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass ich Leben schenken kann und dann ist es halt so. Und er hat das auch auf einmal ganz anders wahrgenommen, diese Tage sozusagen. Und sprich auch in Kontakt gehen mit seinem Partner, wenn man einen hat und wenn das vielleicht manchmal auch die Beziehung belastet, weil sich der Partner denkt, Mensch, was hat sie denn schon wieder oder so. Da wirklich in Kontakt zu gehen und darüber zu reden. Also das ist so mein erster Tipp, dass wir selber mal wieder uns darauf besinnen, was es überhaupt bedeutet, dass wir Leben schenken können und was das für ein Zeichen ist. Das finde ich einen ultimativen Tipp. Das nächste oder der nächste Schritt bei mir war dann,
in die Annahme zu gehen. Ich glaube, das ist bei fast allem so das Wichtigste und einer der transformierendsten Schritte, wenn man in die Annahme geht, wenn man einfach sagt, ja, so ist es halt. Ich muss nicht drüber gehen, ich muss es nicht wegdrücken. Es ist halt so. Ich bin halt ein paar Tage gereizt. Ich habe halt 2, 3 Tage Schmerzen. Das ist halt so. Das gehört zu mir und das gehört zu meinem Leben und ich bin damit einfach. Und ich drück's nicht weg und ich schimpfe nicht die ganze Zeit drauf. Das kostet Energie und macht es am Ende nur schlimmer. Sondern ich versuche es einfach anzunehmen und das Beste draus zu machen. Und zu dem Thema das Beste draus zu machen gehört für mich eine wichtige Sache. Und zwar ist es so auch der Tipp, den ich euch mitgeben will. Lernt euren Körper kennen und führt ein Tagebuch, ein Body-Feeling-Tagebuch. Ich mache das und das bedeutet, dass ich jeden Tag oder wenn ich es auch mal vergesse, dann jeden zweiten Tag, aber dass ich mich hinsetze, ich habe hier so ein Büchlein, da stehen verschiedene Sachen drin, aber unter anderem eben das. Und ich setze mich hin und dann schreibe ich das Datum auf und ich habe davon viele Seiten schon geschrieben und ich schreibe dann einfach das Datum auf und schreibe, wie es mir körperlich geht. Also schreibe auf zum Beispiel, habe ich Kopfschmerzen, wie war die Nacht, habe ich Appetit, habe ich Bauchschmerzen, fühle ich mich fit, wie fühle ich mich von meiner Stimmung, bin ich irgendwie positiv, bin ich gereizt, bin ich irgendwie ängstlich und schreibe mir das jeden Tag auf und beobachte das. Und wenn man das mal über ein paar Wochen und am besten 2, 3 Monate hinweg macht, dann kann man ein Muster entdecken. Es gibt ja auch diese Apps, ne, wo es um Zyklus geht. Finde ich aber nicht so gut, weil die nicht ganz so individuell sind. Ich finde es schöner, wenn man sich selber beobachtet und sich das selber so richtig aufschreibt. Und ich finde es total genial, wenn man das dann eben beobachtet. Und mittlerweile bin ich so, ich blätter dann zurück und gucke so und stelle fest, ach krass, so geht es mir immer 2, 3 Tage, bevor ich meine Tage bekomme. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dementsprechend handeln. Dann weiß ich so, Moment mal, das ist jetzt alles nicht wirklich die Realität. Das sind die Hormone, warum ich gerade so und so reagiere. Und ich kann vor allem mein Leben danach planen. Also ich kann sehen, oh, in 2, 3 Tagen kriege ich wahrscheinlich wieder meine Tage. Dann habe ich wieder 1, 2 Tage starke Schmerzen, kann nicht viel machen. Dann verschiebe ich Termine, die in die Zeit fallen, nach hinten, wenn es geht, oder nach vorne. Oder ich plane die Termine so, dass ich sie vielleicht nur in einem kurzen Zeitraum habe und mich dann wieder hinlegen kann. Also ich finde es unfassbar wichtig, dass wir wissen, was auf uns zukommt und wir nicht so überrascht werden, so, oh mein Gott, jetzt geht es mir wieder voll schlecht und eigentlich habe ich doch voll viele Termine und eigentlich muss ich das machen und das und Klausur und keine Ahnung. Und wenn ich aber weiß, wann was auf mich zukommt und mir das in den Kalender eintrage und nicht nur eintrage, sondern auch beobachte, wie geht es mir dann zu dem Zeitpunkt, dann kann ich handeln. Und jetzt zum Beispiel hatte ich das die letzten Tage und ich habe gehandelt, ich habe in der Zeit keine Videos gedreht. Ich wusste, ich drehe die dann, wenn es mir wieder gut geht und habe in die Zeit nur Sachen gepackt, die ich aus dem Bett raus machen kann, weil ich zum Beispiel habe die ersten 2 Tage unfassbare Bauchschmerzen immer und mir ist schlecht und ich habe Kopfschmerzen und mir geht es gar nicht gut. Ich habe Gliederschmerzen, also als hätte ich eine Grippe. Und dann plane ich das so. Und schon ist es nicht so schlimm. Es ist ein Teil meines Lebens, es gehört zu mir dazu und ich versuche es so zu planen. Ich gucke sogar, dass wir an den Tagen keine großen Reisen machen. Also, dass ich jetzt an dem Tag nicht irgendwie mit einem Flugzeug 4 Stunden wohin fliegen muss, wenn es geht. Ich meine, wenn es so ist, ist es so. Aber ich gucke es einfach, dass ich es davor oder danach mache. Dass ich einfach diese 2, 3 Tage ein bisschen Pause habe im Monat. Und das ist machbar. Und so können wir auch unsere Freizeit dann gestalten und. Also das finde ich ist eins der wichtigsten Punkte, dass wir unseren Körper wieder richtig lesen lernen und nicht überrascht werden und es dann als etwas hinnehmen, was einfach jeden Monat so eintritt. Dann gibt es natürlich ein paar so praktische Dinge, die man tun kann. Man kann sich allein durch gute Ernährung und durch zuckerarme und pflanzenbasierte Ernährung kann man natürlich schon vorläufig oder wie soll ich sagen, vorbeugend verhindern, dass es zu schlimm wird von den Schmerzen. Also das wirkt bei manchen sehr, sehr gut. Ich habe auch schon von Leuten gehört, wo Rohkost sehr gut wirkt. Sowas kann man natürlich machen. Viel dehnen. Ich dehne sowieso sehr, sehr viel. Also auch das tut gut, aber auch vorbeugend. Das sind Sachen, die man natürlich vorbeugend tun muss. Und ansonsten hilft mir einfach auch, wenn ich es dann habe, in die Annahme zu gehen. Ich mache mir eine schöne Musik an, lege meine Hände auf den Bauch, assoziiere was Positives mit dem Schmerz, dass da gerade was Gutes passiert, trage meine
meine schönen Prana-Amulette von Os-Orgonit, die kann man sich auch auf den Bauch legen, also das mache ich voll gerne. Ich habe das Gefühl, das hilft wirklich, diese Schmerzen so ein bisschen umzuwandeln. Ich habe dazu auch immer einen Rabattcode in der Infobox übrigens, da bekommt ihr einen Rabatt, weil ich mit Os-Orgonit dauerhaft zusammenarbeite. Genau, da bekommt ihr auch einen Rabatt auf die tollen Prana-Amulette. Das hilft mir auch, und ansonsten sind das aber meine wichtigsten 2 Tipps, dass wir mal wieder uns bewusst werden, was das für ein weibliches Geschenk ist und dass wir unseren Körper mal wieder endlich kennenlernen und ihn richtig beobachten. Ich habe unfassbaren Spaß dabei, jeden Tag mir das aufzuschreiben und Muster auch zu erkennen. Das macht wirklich Spaß. Nehmt euch die Zeit, führt wirklich so ein Tagebuch, und ihr müsst nicht jeden Tag euren Schlaf tracken. Schreibt einfach auf, wie war der Schlaf. Schreibt einfach mal auf, eben eure Stimmung, schreibt auf, habt ihr Schmerzen, schreibt auch mal explizit auf, wenn ihr keine habt, keine Rückenschmerzen, keine Bauchschmerzen, kein dies, kein das, dann könnt ihr gucken irgendwie, wann sind eure guten Tage. Und ich mache es dann auch so, dass ich mir die Zeiten sehr voll packe. Also ich habe meistens so 2 Wochen, wo ich so extrem viel Energie habe und es meinem Körper immer richtig gut geht, und die 2 Wochen packe ich am vollsten im Monat. Und die anderen mache ich halt ein bisschen langsamer, wenn es mir nicht so gut geht. Und das ist, finde ich, der Schlüssel. Einfach uns kennenzulernen und unser Leben dem ein bisschen anzupassen. Und dann ist es gar nicht mehr schlimm. Nur wenn wir überrannt werden, dann ist es natürlich so, oh mein Gott, was tue ich jetzt, ne? Wenn wir überrannt werden oder wenn wir es auch ständig als Feind sehen und nicht als Freund. Und das sind eigentlich so die 2 wichtigsten Tipps, die ich euch heute mitgeben wollte im Happiness Power Club. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen wirklich auch während dieser Zeit in eure Happiness Power zu kommen und in eine kraftvolle Position zu kommen. Nicht Opfer dieser Sache zu sein, sondern euch als Schöpfer zu sehen, als jemand, der Leben schenken kann, und vor allem auch als Schöpfer zu sehen im Sinne von, dass ihr euer Leben demnach gestalten könnt, wenn ihr euch gut genug kennt. Und dass es auch eine Chance ist, sich und seinen Körper wieder besser kennenzulernen. Und vielleicht hat euch das ja geholfen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und über einen Kommentar freuen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen, wenn ihr Freundinnen habt, wo ihr wisst, oh, die haben damit auch Probleme. Dann teilt das Video sehr, sehr gerne. Und ansonsten freue ich mich einfach von euch zu lesen, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Patti.